Okay, grünes Licht. Morgen verlassen wir die Station. Jeder macht sich bereit. Es wird morgen arschkalt sein. Wir fahren um 5 Uhr morgens los. Ich bin gespannt. Okay, Moment, was ist hier los? Ich bin mit meinem Motorrad von München nach Pakistan gefahren. Aktuell befinde ich mich im Süden, direkt an der iranischen Grenze, in der Region Belutschistan. Eine recht unsichere Gegend, da es hier immer wieder zu Anschlägen und Entführungen kommt. Aufgrund der hohen Gefahr kann ich mich hier auf jeden Fall nicht frei bewegen. Und zwar nur mit Polizeieskorte. Darum warte ich hier zusammen mit anderen Reisenden seit 2 Tagen auf dieser Polizeistation. Doch nun ist es soweit. Der Abmarschbefehl ist gekommen. Wir bereiten uns vor. Doch ich ahne nicht, dass mich eines der härtesten und krassesten Tage auf meiner gesamten Reise erwartet. Es ist halt echt ein komisches Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Überall maskierte, bewaffnete Soldaten, als ob ich irgendwie in Gefangenschaft wäre. Oh, scheiße, Alter. Scheiße. Fuck, Alter. Bevor es allerdings dazu kommt, verabschiede ich mich gebührend von meinem Gefängnis. Und damit dann auch willkommen zu einem weiteren Abschnitt auf meiner Reise. Jedenfalls lege ich mich jetzt schlafen. Denn morgen erwartet mich ein langer Tag. Um euch die Gruppe knapp vorzustellen, wir haben einmal ein holländisches Paar im Toyota Land Cruiser und Franzosen im Wohnwagen hinter mir. Zusätzlich sind noch mehrere Reisebusse dabei, allerdings komplett ohne Touristen, nur Pakistaner. Alle begleitet von einer bewaffneten Polizeieskorte. Scheinbar ist es soweit. Wir machen uns mit einem riesen Konvoi auf den Weg nach Quetta. Mich erwartet eine lange, öde, kalte Fahrt. Wir fahren nach Quetta. Das ist eine Strecke von 650 Kilometern, die wir an einem Tag bewältigen müssen. Ich weiß jetzt schon, keine Zeit zum Stehenbleiben und Pause machen. Ich muss den gesamten Tag fasten. Na dann, let's go. Es ist arschkalt. Oh, es ist so kalt. Es wird eine lange Fahrt, ich sag's euch. Währenddessen wird man immer wieder daran erinnert, dass man sich nicht nur in irgendeiner Wüste befindet. Die Kontrollposten sind nicht ohne Grund hier. Zum Glück ist allerdings die Straße größtenteils in Ordnung. Größtenteils. That was close, man. Puh. Das war knapp, Alter. Die Straßen sind hier, ich glaube, ich muss es nicht erklären, nicht so, wie wir es eigentlich gewohnt sind in Deutschland. Ich glaube, das ist offensichtlich. Sorry? Hold on the hole. The hole, yeah, it almost fell down. You film it? Okay. Okay, kurze Pause. Jeder ist am Schießen oder Pissen. I think it's prayer time. Huh? I think it's prayer time. Ah, it's prayer time, that's why. Das Missverständnis tut mir leid. Die haben sich halt alle so hingehockt. Kann beides sein tatsächlich. Naja, weiter geht's. Ich bin mir nicht sicher, was das da hinten sein soll. Könnte vielleicht ein Sandsturm sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich irgendwann in meinem Leben in einem Sandsturm befinde und dabei meine Hände wegen der Kälte kaum noch spüre. Derweil haben wir aber ordentlich Kilometer gestuppt und langsam merke ich, dass ich jetzt mal eine Pause gut gebrauchen könnte. Okay, scheinbar halten wir hier an, denke ich. Ich glaube, wir machen eine Pause. Endlich eine Pause. Die erste Pause nach 300 Kilometern. Puh,
Wobei ich glaube nicht, dass die Pause lange dauern wird. Ich glaube, wir halten nur an, vielleicht um Pässe zu kontrollieren, weiß ich nicht. Der Ort ist prinzipiell eine riesige Fläche mit einer Moschee und einer viel zu überlaufenden Toilette. Alles natürlich eingezäunt und streng überwacht. Überall bewaffnete Soldaten. Bewaffnete, maskierte Soldaten. Als ob ich in Gefangenschaft wäre. Bin ich ja auch in gewisser Weise. Ich darf diese Zone hier nicht verlassen. Gut, dass ich sie auch nicht verlassen möchte. Im Belutschistan treibt man sich am besten nicht alleine rum. Laut den Einheimischen zumindest. Jedenfalls muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich gehe aufs Klo, esse was und dann denke ich mal, dass wir direkt losfahren. Your city? Munich. Munich. From Munich. 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 This is bathroom. This bathroom. People are praying there. They're praying like for Allah. They are bathroom. Okay, also beten die in dem Fall doch nicht. Ich fand es halt nur ungewöhnlich, dass sich hier jeder irgendwie an der Wand hinhockt. Okay, so wie es aussieht, machen wir uns wieder auf den Weg. 5 Minuten stehen geblieben, jetzt geht's auch wieder weiter. Um 4 Uhr morgens hatte ich einfach keinen Hunger zum Frühstücken. Nun habe ich einfach keine Zeit. In den letzten verbleibenden Minuten versuche ich durch meinen Helm eine trockene Toastscheibe und Doppelkekse reinzuhauen. Zum Kauen bleibt nicht viel Zeit, darum spüle ich die Kekse mit Wasser runter, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und so wie es aussieht, ist meine Zeit vorüber. Lasst mich mal eine Frage in den Raum werfen. Wie gefährlich ist Belutschistan tatsächlich? Kurze Antwort, ziemlich gefährlich. Es findet kaum ein Monat statt ohne Dutzende Tote. Davon kriegen wir nur sehr selten in den Nachrichten mit. Dabei handelt es sich um separatistische Gruppierungen. Und was ist der Grund für die zahlreichen Angriffe? Naja, wie so oft, Unterdrückung, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wie oft muss sich denn Geschichte weltweit wiederholen, bis man merkt, dass es keine gute Idee ist, bestimmte Volksgruppen zu unterdrücken? Es ist fast schon prädestiniert, dass sich dadurch Rebellen bilden, die mit extremen Mitteln nach der Unabhängigkeit greifen. Der Konflikt herrscht übrigens nicht nur in Pakistan. Belutschistan ist geografisch gesehen auch noch Teil vom Iran und Afghanistan. In jedem Land finden Konflikte statt. Touristen sind zwar kein primäres Ziel, aber eine Entführung wäre nicht unwahrscheinlich, ein perfektes Druckmittel. Come on. Yes. Oh, You have time? I think we have time. I think you have time. you think? For If you food? want. For me? Yeah, it's for you. Thank you. Yeah. Was ich frustrierend finde, man weiß nie, wie lange man wo stehen bleibt. Ich traue mich meistens gar nicht, meinen Helm auszuziehen. Vielleicht sind es 2 oder 20 Minuten. Hier waren es in dem Fall eher 2. Und egal wie sehr wir uns beeilen, wir halten immer wieder kurz an, damit die Leute hier beten können. Dafür ist wohl immer Zeit da. Naja, man muss halt Prioritäten setzen, ne? Es ist halt einfach ein Rätsel. Pinkeln die oder beten sie? Vielleicht beides auf einmal. Die Fahrt war eine sehr, sehr religiöse Erfahrung. Fahren, pinkeln, fahren, beten. Das den ganzen Tag. Aber für Essen blieb für mich keine Zeit. Ich habe gefastet. In der Ferne bildet sich langsam hinter dem Sandnebel ein Gebirge. Topografisch gesehen befinden wir uns in einem Becken. Um nach Quetta zu kommen, müssen wir also bergauf fahren. Es wird also noch kälter, vor allem wenn die Dunkelheit einbricht. Dies wird nämlich gleich mein nächstes Problem bei all den Anhaltern.
Es finden viel zu viele Anhalter statt, um schnell voranzukommen. Aber sie sind viel zu kurz, um ordentlich Pause zu machen. Meistens. Also der heutige Tag ist halt echt hardcore. Ich habe genug Zeit, um schnell meine Batterien zu wechseln bei meiner Kamera. Aber ansonsten muss ich halt die ganze Zeit durchziehen. Ich bin noch nie so viel Motorrad gefahren an einem Tag. Wir sind jetzt bei 400 Kilometern. Ich bin schon mal 400 Kilometer am Stück gefahren, aber nicht mehr als 400. Also alles, was ich jetzt mache, ist ein neuer Rekord. Wie sich herausstellt, dauert die Pause deutlich länger als erwartet, da ein Bus eine Panne hat. Salam. Salam, salam, man. उर्दू आता है Hello, hello. हाँ? Huh? इंग्लिश स्पीकिंग English speaking, yes. Genug Zeit, um meine restlichen Doppelkekse reinzuhauen und mit den Einheimischen Gespräche über merkwürdige Themen zu führen. I like it. Come on, man. Very good journalist. You know what he did? He killed half of Europe. Yes, yes, I Yes, know yes. about. Did you have a bad dictator here in Pakistan? Like a bad politician? Bad politician. Yes. Who killed many people? Yes, yes. Yes, so that Hitler was like this. Okay, okay. You say there is a dictator? Yeah, of course. What do you think? What is Hitler? Is he a king or what? But let's talk about something different. Don't talk about. Okay, das war die erste längere Pause. Ich durfte essen. Jetzt geht es mir auch ein bisschen besser. Eigentlich dachte jeder, dass die Pause deutlich kürzer sein wird, also wieder so 10 Minuten. Aber anscheinend ist ein Busdefekt. Darum mussten wir jetzt eine halbe Stunde länger warten als geplant. Anscheinend müssen wir noch länger warten, aus unerklärlichen Gründen. Hier mache ich mir langsam Sorgen, weil die Sonne untergeht. Gleich werden wir bei Minusgraden im Dunkeln fahren. Und in Pakistan im Dunkeln zu fahren, ist keine gute Idee, wie sich später herausstellt. Okay, jetzt aber wirklich. Waren doch nicht 30 Minuten, war plötzlich eine Stunde. Problem ist halt, je länger wir hier warten, desto kälter wird's. Also eine halbe Stunde Pause war perfekt. Dann wäre ich auch gerne weitergefahren. Aber jetzt sind wir schon seit einer Stunde hier, wie gesagt. Und nur 5 Kilometer später stehen wir schon wieder. We are going to Quetta. In der Zeit bin ich mal tanken und gönnt euch bitte die Zapfsäule. Hab wohl nicht viel verpasst. In der Zeit, wo ich tanken war, ist der Konvoi 10 Meter vorangekommen. Did I miss anything? No, right? Guckt euch das hier an. Weil so ein Bus ja noch nicht laut genug ist, hängt man da noch Ketten hin, damit es schön entspannt raschelt. Jetzt scheint es aber im Ernst weiterzugehen. Meine Befürchtung vor der Dunkelheit ist übrigens tatsächlich sehr wohl gerechtfertigt. Jetzt fängt es an, wirklich gefährlich zu werden. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Das Gefährlichste auf der gesamten Reise sind nicht Tiere oder irgendwelche Terroristen. Nein, es ist der Straßenverkehr. Ich muss sagen, das ist eins der gefährlichsten Dinge, die ich seit langem gemacht habe. Im Dunkeln, mit einem dunklen Visier durch Belutschistan in Pakistan fahren. Ich weiß nicht, was auf der Straße ist, ich sehe kaum was. Ich kann mein Visier nicht öffnen, weil die gesamte Luft voller Sand ist. Es könnte jederzeit links oder rechts irgendetwas auf die Straße laufen oder irgendwo ein Schlagloch sein, was ich nicht sehe. Falls jemand sagt, ja komm, im Dunkeln fahren, das mache ich ja jeden Tag. Glaubt mir, hier ist es anders. Das Problem ist, wenn mir jeder mit Fernlicht entgegenkommt, wird die Sache nicht einfacher. Das war das größte Problem, der Gegenverkehr. Niemand stellt die Scheinwerfer richtig ein, sodass man geblendet wird. Als Kompensation schaltet jeder das Fernlicht ein und blendet dadurch andere noch mehr. Und um wiederum dies zu kompensieren, bauen sich andere noch stärkere Scheinwerfer an. Ein endloser Kreislauf. Teilweise schaue ich einfach weg von der Straße, weil ich sowieso nichts sehe. Und eigentlich könnte ich meine Augen auch ganz schließen. Am liebsten würde ich ein bisschen langsamer fahren, aber wir können nicht. Die Levis vorne fahren selber so schnell. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Es verbleiben noch 150 Kilometer. 170 eher. Okay.
Okay, wir hatten hier einen Beinahe-Unfall. Da war ein riesen Loch im Boden und das hat niemand gesehen. Ich habe gerade eben fast meinen Rucksack verloren, ist mir fast vom Motorrad geflogen. Deswegen sind wir nochmal stehen geblieben, um alles zu kontrollieren, ob alles passt. Der mit dem Wohnwagen hier hat fast seine Fahrräder hier hinten verloren. Aber die scheinen noch fest zu sein. I think this scratched the floor, but this thing doesn't look good anymore. Die Fahrradhalterung hat bei einem Schlagloch auf dem Boden aufgeschlagen. Ich habe dies viel zu spät gesehen und bin selber fast vom Bike geflogen. Das war sogar so heftig, mein Motorrad hat tatsächlich einen Schaden davon genommen. Weiß ich aber hier noch nicht. Okay, let's go. Eine kurze Unterbrechung. Es ist auf jeden Fall ein spannender Abend. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit beschweren, mache ich ja normalerweise nicht. Andererseits freuen sich viele, wenn ich meine Gedanken und Probleme offen ausspreche. Ich glaube, das müssten jetzt die letzten 50 Kilometer oder so sein. Es ist so kalt. Ich spüre meine Finger kaum noch und meine Zehen. Es ist so kalt gerade. Oh, Alter. In dem Moment geht es mir nicht mehr gut. Im Nachhinein würde ich anhalten und sagen, Leute, ich fahre nicht schneller als 40 km/h. Aber es war so kalt, ich wollte ja selber schnell ankommen. Obwohl mir genau bewusst war, wie verdammt gefährlich das ist. Man sieht gar nichts, es laufen manchmal Tiere auf der Straße rum, wir sind viel zu schnell, kombiniert mit egoistisch hirnlosen Überholmanövern. Digga, boah. Also, wie viele beinahe Situationen ich heute Abend schon hatte, oder heute allgemein. Es reicht langsam. Aber ich will nicht pessimistisch sein. Ansonsten ist alles gut. Bei euch so? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Spaß. Tatsächlich wird mir und eigentlich uns allen die letzte gute Laune, die wir haben, direkt nach Ende dieser Aufnahme vergehen. Scheiße. Boah, scheiße, Alter. Scheiße. Das Paar im Toyota hatte einen Unfall. Eine Kollision mit einem LKW im direkten Gegenverkehr. Unmittelbar vor meinen Augen, nicht viele Meter vor mir. Fuck, Alter. Um es vorwegzunehmen, es geht allen körperlich gut. Ich habe beide aussteigen sehen. Ansonsten würde die Kamera jetzt auf jeden Fall nicht laufen. Aber es hätte so viel mehr passieren können. Wir reden wahrhaftig von Glück im Unglück. Aber wie ist das überhaupt passiert? Der LKW will überholen und wechselt die Spur. Dabei sieht er die im Toyota nicht. Beide Fahrzeuge weichen aus, die rechte Seite kollidiert. Der Toyota verliert dabei die Orientierung und fällt fast in ein 3 Meter tiefes Loch am Straßenrand. Die Chancen sahen halt echt nicht gut aus. Der LKW hätte mit Leichtigkeit auch frontal in die reinfahren können oder der Wagen hätte auch nur 1 Meter weiter rutschen können und wäre jetzt in einem tiefen Graben neben der Straße. Wir reden von absolutem Glück im Unglück. Da ich aber nach einem Tag in der Kälte Motorradfahren langsam körperlich abschalte, werde ich in der Zeit, wo wir sowieso warten müssen, in die Wärme im Wohnwagen eingeladen, wo ich mir endlich meine kalte Dose Bohne reinhauen kann. Es findet jetzt eine kleine Planänderung statt. Normalerweise wollten wir noch ca. 50 Kilometer in die Stadt Quetta fahren. Allerdings wird da heute wohl nichts mehr draus und wir konnten die Polizisten davon überzeugen, stattdessen in der nächsten Polizeistation 10 Kilometer von hier zu übernachten. Weil über eines sind wir uns alle einig: wir wollen nicht mehr im Dunkeln fahren. Okay, wieder zurück beim Konvoi, so wie es aussieht. Hallo. Hallo. Ich sag's euch, wann hat der Tag heute ein Ende? Wann hat der Tag heute ein Ende? Die letzten 50 Kilometer und dann musste noch sowas passieren. Fuck. Ah, hier ist sein Auto. Hier wurde er abgeschleppt. Ja, das ist sein Auto. So wie es aussieht, wurde größtenteils nur die Achse beschädigt. Der Reifen wurde gewechselt und der Wagen einigermaßen fahrbar gemacht.
Zumindest mit 15 km/h Fahrer. Normally the car will come this way, so we will wait for the car. The Okay. car is behind us. Ja, okay. We will wait for the car in front of the buses. Okay, I follow you then. Das wird eine lange Fahrt. Wir fahren mit 15 km/h, aber das Ding fährt offensichtlich. Die Achse, die vordere Achse sieht halt gar nicht mehr gut aus. Aber ansonsten, der Unfall ist halt direkt vor meinen Augen passiert, aber ich musste selber eine Vollbremsung reinhauen, damit ich nicht auch am Unfall beteiligt bin und irgendwo reincrashe. Es war auf jeden Fall ungewöhnlich, so etwas zu sehen, weil es einfach so schnell und plötzlich kam. Während ich mir Gedanken drüber mache, fahren wir die letzten 10 Kilometer zur nächsten Polizeistation durch. Hier ist es endlich schön warm. This has been a long day, guys. Die Müdigkeit überkommt mich. Heute Abend habe ich gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Aber wie interessant das doch ist, wie schnell alles ein Ende haben kann. Du weißt nicht, welches Gespräch das letzte Gespräch sein wird, das du je führen wirst. Man kann immer nur hoffen, dass die eigenen letzten Worte niemanden verletzen. Okay, ich hätte schon wieder nicht gedacht, dass der Tag so verläuft. Anscheinend bin ich hier in einer Polizeistation. Hier schlafen wir. Ich glaube, ich kann nur einmal im Leben hier in so einer Polizeistation, hier zwischen irgendwelchen Unterlagen schlafen. War ein langer Tag, ich bin völlig fertig, ich will einfach nur schlafen gehen. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Gute Nacht. Good night. Good night. Ich bin mir nicht sicher, was heute passieren wird, ob wir bleiben, ob wir weiterfahren. Was ich weiß, wenn wir weiterfahren, dann passiert es spontan. Also ich muss bereit sein. Es ist halt die ganze Zeit wie beim Militär. Du bist auf Bereitschaft, du weißt nicht, was passiert. Du musst nur bereit sein. Bereit sein und Anweisungen befolgen. Das Einzige, was ich weiß, ich muss nach wie vor vorsichtig sein, was ich filme. Es ist halt ein komisches Gefühl, dass hier einfach ein Maschinengewehr frei herumliegt. Für jeden zum Benutzen. Bisschen merkwürdig, aber... Okay, anscheinend habe ich jetzt auch ein Problem. Meine Federgabel ist undicht. Also das ist etwas, was ich jetzt echt nicht gebrauchen kann. Ich muss mir in Quetta ebenfalls eine Werkstatt suchen, so wie mein Kollege mit dem kaputten Wagen hier. Bei ihm war die Reparatur allerdings bereits voll im Gange. Es ist ein Mechaniker vorbeigekommen, der seinen Wagen völlig behelfsmäßig einigermaßen zum Fahren bringt. Also mit etwas mehr als 15 km/h. Und mit der Notlösung werden wir wieder als Gruppe zusammen nach Quetta fahren und suchen uns dort eine Werkstatt. Doch zuerst warten wir auf die nächste Polizeieskorte und spielen passend zur Situation Mensch, ärgere dich nicht. They're so professional. I have a feeling they play this every day. Was anderes kann man wohl auf dieser Polizeistation als Zeitvertreib nicht machen. Hier gibt's noch nicht einmal Empfang. Als ich merke, wir werden noch Stunden hier verbringen, entscheide ich mich, einen Polizisten zu zeichnen. Also TÜV kriegt der Wagen hier auf jeden Fall keinen mehr, reicht aber aus, um bis zur nächsten Polizeistation in Quetta zu fahren. Das heißt, wir fahren jetzt los. Cool. Wir machen uns auf den Weg. Ich habe den ganzen Tag schon wieder hier auf dieser Polizeistation verbracht. Die Sonne geht gleich unter. Wir wollen vermeiden, im Dunkeln fahren zu müssen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. So,
Es ist 16:30 Uhr. Wir sind wieder on the road. Die restlichen 37 Kilometer nach Quetta, die wir eigentlich gestern gemacht hätten, machen wir aber heute. Hoffentlich diesmal ohne Probleme. Meine Federgabel macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Alter, das sieht halt gar nicht gut aus. Ist alles nass. So, mein Reifen ist nass geworden. Oder beziehungsweise ölig, meine ich. Das sieht gar nicht gut aus. Auf dieser Reise muss jeden Tag irgendetwas passieren. Übrigens zum Sicherheitspersonal um uns herum, es eskortiert uns nicht immer dieselbe Gruppe. Sie wechseln sich je nach Zuständigkeitsbereich immer wieder ab. Und genau dieser Wechsel nimmt halt extrem viel Zeit in Anspruch, sodass uns mal wieder kostbares Tageslicht aus den Fingern rutscht. Wir halten halt alle 5 Kilometer an. Gute Nachricht ist, wir sind in Quetta angekommen. Schlechte Nachricht, es wird schon wieder dunkel und kalt. Where are you from? I'm from Germany. Germany. Yes. So, jetzt müssen wir ungefähr eine halbe Stunde hier warten. Mach's gut, Tageslicht. Aber immerhin ist es drinnen angenehm warm. My friend. Thank you, man. Miniatur. Und genauso wie gestern sind wir schon wieder im Dunkeln unterwegs. Gute Nachricht ist, wir fahren nur 30 km/h. Ich glaube mal nicht, dass schon wieder ein Unfall passiert. Unfälle passieren überall, aber immerhin muss ich keine akute Todesangst haben. Die Polizei allerdings, die schien in Quetta recht nervös zu sein. Ich erlebe gerade einen kleinen Kulturschock. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit in der Wüste waren und jetzt in so einer hektischen Stadt ankommen, brauche ich einen Moment, um dies zu verarbeiten. Es war dunkel und ich weiß nicht, wie viel man in der Kamera sieht, aber das hier ist ganz anders als der Iran. Ganz anders. Hier wird es aber genauso schnell wieder ernst. Man darf nicht vergessen, wo ich mich befinde. Mir fällt nämlich auf, dass die Polizei recht angespannt wirkt. Bei Stau wird die Sirene angemacht, um uns möglichst schnell durchzuschleusen. Doch als wir an den Gleisen ankommen und genau in dem Moment die Schranken schließen, ist jeder um mich herum plötzlich besonders nervös geworden. Die Polizisten steigen alle aus und stellen sich bewaffnet kreisförmig um uns herum auf. Vor knapp einem Monat, Anfang November, hat ein Selbstmordattentäter sich und weitere 32 Personen in die Luft gejagt. Genau hier in Quetta, an den Gleisen. Dabei sollen wieder Regierungsangestellte im Fokus gewesen sein, aber Zivilisten wurden offenbar ebenfalls mitgerissen, willentlich. Darum frage ich mich, bin ich mit oder ohne Polizei um mich herum mehr gefährdet? What's up, guys? And we are really tourists. We are in a war zone. Wir fahren jetzt zum Supermarkt ein paar Dinge einkaufen und danach geht's zurück. Die ist natürlich ebenfalls nicht alleine, sondern mit einer bewaffneten Begleitung. It is not like India Why don't you like India? because India is my enemy. India is enemy. Because India, Pakistan, very serious situation. Have you ever traveled to India? You? Not Never. No, never. And no, you I and, not. and you wouldn't like to. I not like India. You don't like it. Ein bisschen mit dem Bodyguard Smalltalk führen. Ihr wisst, wie es läuft. So, Pakistan Zindabad, India not Zindabad. Okay. I am no saying India. Not. With a family? Not family, okay. You have kid? What?
You have children? 6. 6 children we have. Good working man. Good working man, yes. What's your name? Haji Khan. Haji Khan. Nice to meet you, Haji Khan. Come, brother. Die Sache ist, wir dürfen keinen einzigen Meter gehen ohne Polizei. Es ist halt schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn dann... How are you? Good. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn hier ständig irgendjemand mit einer Waffe um uns herum rumläuft. Nochmal beim Bäcker gewesen. Das Maschinengewehr darf dabei nicht fehlen. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Sleeping. Huh? You this sleeping. I sleep it there, yes. I will sleep there. Thank you. Alright. Good night. Good night. Ja, hier in dem Fall, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich durfte nicht in der Polizeistation pennen. Ich durfte da nicht einmal mein Zelt aufbauen. Keine Ahnung, woran das liegt. An dem Abend schlafe ich im Wohnwagen von den Franzosen. Und damit gute Nacht. Guten Morgen, hier neben der Polizeistation. Das ist etwas, woran ich mich noch gewöhnen muss. Müllabfuhr ist hier nicht so ein Ding. Im Dunkeln ist mir gestern nicht aufgefallen, was das für eine Müllhalde ist. Die Kollegen hier im Campervan, wo ich gepennt habe, sie fahren heute weiter, sie müssen sich ein bisschen beeilen. Und die hier im Toyota, im Unfallwagen, bleiben hier in Quetta, um ihr Wagen zu reparieren. Ich werde auch bleiben, ich muss mein Motorrad ebenfalls reparieren. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen bleiben wir zwei noch in Quetta. Wir drei bleiben hier, hätte ich besser sagen sollen. Wir sind zu dritt. Okay, jetzt fahren wir weiter. Is a problem if you're in the video? No, okay. Jetzt fahren wir weiter für unsere NOC-Papiere. Es geht weiter. Good morning. NOC-Papiere oder NOC. Was soll das sein? We go. Where are you going? I don't know. NOC? NOC, yes. Yes. NOC, das ist quasi ein Zertifikat, der uns genehmigt, eigenständig durch Pakistan zu fahren. Die beantragen wir heute. Mit dem Polizisten, der offenbar gerne Beine berührt. Wir haben unsere NOC-Papiere. Als nächstes Motorrad reparieren. Und den Auto. Pakistan's people good, we are not good. We are good, you are good. Good people. I like Pakistanis, yes. Love. Pakistan, Zindabad. Pakistan is Zindabad. Where are you from? Zindabad. Where are you from? Germany. Germany. Promos. Germany, Zindabad. Germany is also Zindabad. Also Zindabad. Germany is Zindabad. Is India Zindabad? No. India is not in Zindabad. I know, man. India not Zindabad. Sorry an die indischen Zuschauer. Ich versuche hier Freunde zu machen. Chinese girl? No, not Chinese. Russian. Russian. Kalashnikov. Yeah. Kalashnikov. Aha. Jetzt noch gemeinsam zur Werkstatt. Ich bin gespannt, ob man das reparieren kann. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht. Keine so guten Nachrichten. Ich sitze gerade im Polizeiwagen. Niemand kann anscheinend mein Motorrad reparieren. Tea. Black tea, white. Mir wurde bei einem Tee im Polizeiwagen erklärt, dass die hier mein Motorrad nicht reparieren können. War ehrlich gesagt auch zu erwarten, weil ich meine, guckt euch hier um. Hätte mich gewundert, wenn die hier an diesem Ort Ersatzteile für mein Motorrad haben. Ist halt kein übliches Motorrad, wenn man sich die hier anschaut. Hätte mich gewundert, wäre aber cool gewesen. Thank you. Immerhin eine gute Nachricht, der Wagen wird hier gerade repariert. Mein Motorrad ist immer noch undicht und wird auch undicht bleiben, so wie es aussieht. Naja, gibt Schlimmeres. Fahren kann ich ja immerhin noch. Salam alaikum. Salam alaikum.
So you gonna try to go to Germany again? Yes? He is from Germany. You're gonna try again? Germany. You are trees illegal in ship by ship and you are Iran and jail close it in a place and you are Turkey close it in Turkey. Yes. Your wish is in Germany. Okay. Hopefully wish comes true, but please legal. Do it legally, man. Da hat wohl jemand versucht, hier in diesem Raum illegal nach Deutschland zu fahren. Ja. Ja, jeder findet irgendwie eine Möglichkeit. Ich meine, wir kriegen hier eine Polizeieskorte. Er in dem Fall auch. Nur halt in dem Fall zurück nach Pakistan. How much degrees is it? 5 degrees? -2. -2 right now. Oh, okay. Oh, yeah. Ich hätte nicht gedacht, dass Pakistan so arschkalt ist. -2 Grad gerade. Wir waren jetzt essen, es geht jetzt zurück zur Werkstatt. Mal gucken, wie weit sie sind. Yeah, banana is good. Erstmal hier ein paar Bananen. Salam alaikum. Auto sieht zumindest ganz gut aus. Wir sind fast fertig. Und die Polizei geht mir echt auf die Nerven, muss ich so sagen. Du fühlst einfach, dass du hier null Verantwortung hast. Du kannst gar nichts bestimmen. Die Polizei bestimmt alles. Du weißt nicht, was passiert, ob du vielleicht zu viel zahlst, zu wenig zahlst. Die sind ja schon nett und die sorgen für unsere Sicherheit hier in Pakistan. Aber es geht schon auf die Nerven, weil du der Polizei nicht wirklich vertraust. Ich persönlich vertraue der Polizei nicht. Und ich bin auch ziemlich froh, wenn wir sie los sind und wir wieder frei sind in dem Fall. In den kommenden Folgen werde ich noch ein paar Probleme mit denen haben. Es wird spannend, schön und frustrierend zugleich. Das war Folge Nummer 1 aus meiner Serie aus Pakistan.